Die Zeiten der Videokassetten und Videorekorder sind lange vorbei. Einfach auf den roten Knopf an der Fernbedienung zu drücken und die Sendung weiter aufzeichnen zu können im Fernseher ist schon praktisch. Vor allem sind sie dann kostenlos. Hi, Servus und herzlich willkommen auf CiviTube. Schön, dass du da bist und auf meinem Kanal vorbeischaust. Mein Name ist Chris und heute geht es um Aufzeichnen von Sendungen am Fernseher auf einer Festplatte. Ich besitze einen Panasonic Fernseher und die MyBook AV TV Festplatte von Western Digital mit 2 TB Speicherkapazität. Auf was musst du achten, wenn du diese Funktion nutzen willst? Wenn du diese Funktion nutzen willst, kommt es erstmal darauf an, was für einen Antennenanschluss du hast. Damit meine ich Kabel- oder Satellitenanschluss, weil hast du einen Satellitenanschluss, brauchst du 2 Anschlüsse, die vom Dach bzw. Verteiler deiner Antenne kommen und in deinen Fernseher reingehen. Dein Fernseher muss über einen Doppeltuner verfügen. Achtung, nicht alle Fernseher haben diesen Doppeltuner. Du musst beim Kauf eines Fernsehers darauf achten. Hast du nur einen Kabel, der von der Antenne in deinen Fernseher reingeht, kannst du nur das aufnehmen, was du gerade siehst, bzw. nur einen Film aufzeichnen. Hast du 2 Kabel, die von der Antenne in deinen Fernseher reingehen, kannst du 2 unterschiedliche Programme gleichzeitig aufnehmen. Bei einem Kabelanschluss ist das einfacher. Da brauchst du nur einen Anschluss bzw. einen Kabel, der aus deiner Wand in den Fernseher reingeht. Und kannst aber dann auch 2 Filme gleichzeitig aufnehmen, vorausgesetzt dein Fernseher hat auch diesen Doppeltuner. So, das ist hier die Spezialfestplatte, die übrigens auch von Panasonic empfohlen wird, mit externem Stromanschluss. Das muss die Festplatte haben, die du an den Fernseher anschließt, weil der USB-Anschluss von der Stromleistung nicht reicht. Am Fernseher hast du mehrere USB-Anschlüsse. Ganz wichtig ist, dass du die Festplatte an den USB-Anschluss ansteckst, die mit der blauen Zunge. Dann noch an den Strom, dann ist die Festplatte richtig angeschlossen. Nun musst du die Festplatte zuerst formatieren, das ist wichtig und vom Hersteller empfohlen. Natürlich gehen alle Daten beim Formatieren verloren, falls deine Festplatte nicht neu ist. Und das geht so: Menü, dann runterscrollen auf Setup, dann rechts auf USB, Geräteeinstellungen, bestätigst mit OK. Und dann siehst du schon die Festplatte, was angeschlossen ist. Unten den Hinweis, dass du mit OK das Formatieren bestätigst. Ja, dann nochmal der Hinweis, was ich schon gesagt habe. Da musst du mit Ja bestätigen und dann nochmal Ja. Ja und Action. Nun kannst du den Namen von der Festplatte ändern, wenn du auf Ja drückst. So, unten hier jetzt den neuen Namen eingeben. Ich ändere sie jetzt mal auf MyBook. Wenn du den Namen eingegeben hast, musst du die Retour-Taste drücken. Dann kommt nochmal eine Sicherheitsfrage. Ja, klar will ich das. So, und hier ist jetzt die Platte mit neuem Namen. Schnellaufnahme. Wenn du nun einen Film oder Sendung schnell aufnehmen willst, dann kannst du unten rechts auf der Fernbedienung die rote Aufnahmetaste drücken und es ploppt ein Fenster auf, das dir sagt, dass die Aufnahme beginnt. Du kannst aber auch während der Aufnahme das Aufgenommene sehen, also zeitversetzt. Der rote Strich zeigt dir an, wo die Aufnahme sich befindet. Der blaue Balken ist das, was du gesehen hast, bzw. der Pfeil unten. Du kannst während der Aufnahme auch hin und her spulen, geht alles. Willst du die Aufnahme beenden, musst du die Stopp-Taste drücken und nochmal mit Ja bestätigen. Mit TV-Guide aufnehmen. TV-Guide ist eine Anwendung, die auf dem Fernseher drauf ist und die dir zeigt, wo was auf welchem Programm läuft. Du kannst aber hier auch mit den Pfeiltasten links, rechts, rauf und runter auf eine Sendung
markieren und dann mit OK die Timer-Programmierung wählen. In der Tabelle werden dir nun unter anderem Aufnahmedatum, Start und Ende der Sendung sowie die Dauer in Minuten angezeigt. Ganz unten wird die Restkapazität der Festplatte angezeigt. Links noch die Navigation, aber alles selbsterklärend. Dann siehst du mit den rot markierten Punkten, dass die Aufnahmen gerade stattfinden. Ist eine dezente Uhr davor, zeigt dir diese an, dass die Sendung programmiert ist. Du kannst bis zu 7 Tage im Voraus programmieren. Mit den Tasten Grün und Rot springst du jeweils genau 24 Stunden nach vorne oder zurück. Du hast dann noch eine weitere Möglichkeit, und zwar signalunterstützte Aufnahme, allerdings wird das nur von den öffentlichen Sendern unterstützt. Signalunterstützt heißt so ähnlich wie beim Verkehrsfunk im Radio. Sender gibt ein Signal aus, Aufnahme beginnt, beim zweiten Signal wird sie beendet. Vorteil hierbei, wenn ein Film später anfängt, hast du das Ende drauf. Willst du dennoch sicher gehen, dass das Ende drauf ist, darfst du die Start- und Endezeiten nicht mehr als 10 Minuten verändern. Ab 10 Minuten sind die Zeiten fixiert und werden vom Sender nicht mehr übernommen. Löschen von Aufnahmen. Löschen kannst du eine programmierte Aufnahme, indem du drauf gehst und dann die rote Taste an der Fernbedienung drückst und die Sicherheitsabfrage nochmal mit Ja und OK bestätigst. So, dann hast du oben noch 2 Reiter, Suchen in Gelb und Kategorie in Blau. Hierfür die gelbe oder blaue Taste drücken, dann ploppt ein Fenster auf, wo du nach Sendungen suchen kannst. Nachrichten, hier sind dann alle Nachrichten. Du kannst aber auch auf Suchen gehen und da eine Sendung eingeben. Die aufgenommene Sendung anschauen. Um den aufgenommenen Film oder Sendung anzuschauen, gehst du wieder auf Home und dann auf TV-Aufnahmen. Hier hast du dann eine Tabelle mit dem Senderdatum der Aufzeichnung und Titel. Oben hast du 2 Reiter, alle und nicht angesehen. Die noch nicht angesehenen Aufnahmen werden auch mit einer Flagge gekennzeichnet. Mit den Pfeiltasten kannst du auch hier navigieren. Willst du eine Aufnahme ansehen, drückst du OK. Spulen kannst du mit den Pfeiltasten rechts und links oder unten mit den Spultasten, sage ich mal, wie man sie von früher kennt. Aber Vorsicht, da sind noch 2 weitere Tasten mit dem Strich davor. Das heißt in 5 Minuten Schritten spulen. Also diese nicht verwechseln. Mit mehrmaligem Drücken auf die Taste kannst du die Geschwindigkeit erhöhen oder verringern. Beendest du eine Wiedergabe vorzeitig, wirst du von dem klugen Gerät beim nächsten Start gefragt, ob du ab dem letzten Stopp oder von Anfang die Aufnahme starten willst. Du kannst Videos auch sperren, damit sie nicht aus Versehen gelöscht werden. Dazu gehst du auf Taste Option drücken, dann ploppt ein Fenster auf, da gehst du auf Schutzstatus ändern und mit OK bestätigen. Dann ist das Video gesperrt. Entsperren kannst du es auch so. Dazu wieder Option, Schutzstatus ändern und mit OK bestätigen. Gruppieren von Sendungen. Du kannst die Videos und Filme in Gruppen zusammenlegen. Hierfür musst du zuerst die Aufnahmen anwählen, also blaue Taste wählen, drücken. Dann bekommt die Aufnahme einen Haken oder die Aufnahmen. Dann Optionen, Gruppe erstellen mit OK bestätigen. Nun wurde die Gruppe erstellt, das siehst du unten an dem Icon mit Büroklammer und rechts siehst du, wie viele Aufnahmen sich in der Gruppe befinden. Wenn ich jetzt da drauf gehe, dann werden die 3 Aufnahmen angezeigt. Du kannst auch die Gruppenaufnahmen entfernen, indem du auch wieder die Aufnahme auswählst und dann unter Optionen
aus Gruppe ausschließen und OK drückst. Eine Gruppe in eine erstellte Gruppe dazulegen geht zum heutigen Standpunkt leider nicht. Gruppen kann man genauso schützen und löschen wie einzelne Aufnahmen. Falls du eine Touch-Fernbedienung hast, so wie ich sie hier habe, das geht genauso. Hier musst du für Home die mittlere Taste, wo ein Haus drauf ist, drücken und dann mit Streichen und auf das Bett drücken bestätigen. Die farbigen Tasten sind hier genauso verfügbar. Was hier noch verbesserungsfähig wäre, vielleicht sieht das ja jemand von den Herren der Entwicklung, wenn man eine 2 Terabyte Festplatte hat, dann häufen sich da schon mit der Zeit eine Menge Aufnahmen und es werden immer mehr und das kostet immer unübersichtlicher. Ich würde mir wünschen, dass man in eine erstellte Gruppe weitere Aufnahmen reinlegen kann und dass man diese Gruppen nach Wunsch benennen kann. Dazu noch, dass man die Aufnahmen oder Gruppen von einer Festplatte dann auf eine andere Festplatte, die auch am Fernseher dranhängt, verschieben kann. So wäre dann eine Archivierung perfekt möglich. Ja, heutzutage hat man ja viele Möglichkeiten, was auf dem Fernseher wiederzugeben. Wie du dein Smartphone mit deinem Fernseher verbindest und YouTube auf deinem Fernseher sehen kannst oder irgendein Film, Bilder vom Urlaub, das habe ich alles schon. Falls du was anschauen willst und du nicht lange suchen musst. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn du das Video bisher gesehen hast, freut es mich sehr und hoffe, dass es dir gefallen hat und hoffe, du schaust bald mal wieder auf YouTube vorbei. Freue mich natürlich auch auf ein Abo, einen Kommentar unterhalb des Videos sowie einen Daumen von dir nach oben. Pass auf dich auf. Tschüss, Ade und ciao, ciao.